ich möchte nicht länger beim Morning Briefing stören, schauen wir deshalb mal bei Cezineo vorbei. Hallo Manfred. Hallo, servus, Eileen. Gut, dass ich dich hier gerade treffe. Du kannst uns doch mit Sicherheit Neuigkeiten zur Cezineo Kühlmaschine geben. Natürlich, sehr gerne. Wir sind dieses Jahr erstmalig auf der IAA, nicht nur mit unserem konventionellen Kühlaggregat Cezineo mit Dieselgenerator, sondern auch schon bereits mit einem vollelektrischen Aggregat, das gespeist wird von einem Battery Pack und einer elektrischen Achse, die angetrieben ist von Trailer Dynamics, die in Kooperation mit Krone hier sind. Ja, und es freut uns sehr, dass wir hier einen nachhaltigen Beitrag für den Umweltschutz auch zeigen können. Und wir freuen uns natürlich schon sehr, wenn wir dieses Paket unseren Kunden bald in Serie anbieten können. Hallo Frau Janke. Hallo Frau Wagner. Gibt es Neuigkeiten zum Krone Cooliner? Ja, selbstverständlich. Das können wir uns gerne im Fahrzeug anschauen. Ja, zum Beispiel haben wir hier die neue optimierte Prallwand mit entsprechender Kunststoffverkleidung, leicht zu reinigen, wie immer in einer Höhe angebracht, dass der Stapler leicht unterfahren kann, und haben auf der anderen Seite eben durch die Scharnierung eine wirklich einfache Zugänglichkeit. Jeder kann problemlos die Servicearbeiten durchführen. Ja, hier beim Verdampfer im Heck finden wir ein neues Montagesystem, mit dem eben der Verdampfer flexibel an der Decke positioniert werden kann, je nach Kundenwunsch. Und zudem haben wir jetzt einen nachrüstbaren Verdampferschutz, der sich hier auch entsprechend leicht anbringen lässt. Hier im Heck finden wir einen modularen Anfahrschutz, bei dem ich dann flexibel direkt unter der Hecktür, auch im mittleren Bereich und unten am Langträger, die Puffer frei wählbar positionieren kann. Hier können wir dann auch die Rückraumüberwachung oder wahlweise einen weiteren Puffer flexibel integrieren. Ja, hier an der an der Hecktür finden wir das Door Protect System, bei dem ich eben die Tür automatisch verriegeln kann und über Telematik gesteuert dann auch aus der Ferne, Vier-Augen-Prinzip oder auch über Geofencing wieder öffnen kann, um eben entsprechend die Ladung abzusichern. Okay. Ja, vielen Dank, Frau Janke. Und über Diebstahlschutz habe ich heute schon einiges in der Denkfabrik gehört. Yep, und dieses Startup heißt Convoy, sitzt im schönen Hamburg und tritt an unter dem Motto überall sicher parken. Und um das sicherstellen zu können, bietet Convoy die erste präventive und updatefähige Sicherheitslösung zum Schutz vor Überfällen auf die Fahrerinnen und Fahrer und zum Schutz vor Ladungs- und/oder Dieseldiebstahl. Die am Fahrzeug verbauten Sensoren liefern verlässliche Daten aus dem nahen Umfeld des zu schützenden Lkw und leiten in Echtzeit je nach Gefahrenstufe unterschiedlich starke Abschreckungsmaßnahmen ein. Also Gefahr erkannt und gebannt, bevor der Schaden entsteht. Und einer der Köpfe hinter dieser Idee ist Heinz Luckert. Moin Heinz, ich grüße dich. Bist du mit meinem Intro einverstanden? Moin Harald, das stimmt so. Unsere Idee funktioniert nach dem Grundprinzip der Prävention. Und du kannst es dir wie einen sehr intelligenten Bewegungsmelder vorstellen. Das nahe Umfeld des Fahrzeugs wird kontinuierlich überwacht, Eindringlinge werden erkannt und anschließend, je nach Gefahrenstufe, wie du es beschrieben hast, werden Gefahrenabwehrmaßnahmen eingeschaltet. Okay, verstanden Heinz. Was ist aber, wenn der Eindringling ein aus dem Jurassic Park entsprungener T-Rex ist oder gut, von mir aus auch nur eine scheunende Katze? Kein Problem, das erkennt der Algorithmus. Und dabei bleibt der Schlaf des Fahrers ungestört. Okay, dann lass uns jetzt aber bitte auch mal hören und sehen, was passiert, wenn ein nicht autorisierter Schurke in die Danger Zone eintritt. Dann werden abschreckende Maßnahmen eingeleitet. Zum Beispiel unterschiedliche Lichtfrequenzen. Probier's doch einfach mal aus. Okay.
Step 2 könnte ein akustischer Alarm sein und Stufe 3 könnte eine SMS an eine vorab festgelegte Kontaktperson sein. Und gäbe es noch eine Eskalationsstufe? Ja, dann schicken wir einen Notruf an deinen Sicherheitsdienst. Und optional stellen wir dir die Bilder der Überwachungskamera für Polizei oder Versicherung zur Verfügung. Wenn der potenzielle Dieb nun erfolgreich von den Abschreckungsmaßnahmen vertrieben werden konnte, werden tendenziell aber auch einige Fahrerkollegen von dir rechts und links geweckt. Die sind dafür aber letztendlich dankbar, denn deren Tank hätte der nächste sein können. Und dich hat Convoy ja nun erfolgreich abwehren können. Aber darüber hinaus ist den Unternehmen auch in Echtzeit wichtig, was und wann genau mit ihren Fahrzeugen passiert. Für mich ist jetzt erstmal Zeit für einen Kaffee. Hallo Wolfgang. Hallo Eileen. Was ist dir als Spediteur denn persönlich sehr wichtig? Besonders wichtig ist mir bei diesen Messebesuchen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ein innovatives Unternehmen aufgestellt sein muss, um im Wettbewerbsfeld bestehen zu können. Ich hole mir sehr viele Ideen, technische Neuerungen, die ich gegebenenfalls in Projekten innerhalb des Unternehmens umsetzen kann. Das sind für mich die wichtigsten Aspekte. Ja, vielen Dank Wolfgang. Und wer es in Echtzeit nicht zu unseren Beiträgen schafft, der kann sich unsere Tageshighlights gerne auf unserer Website ansehen. Also dann, bis morgen.